MRR und ARR gehören zu den wichtigsten Kennzahlen für jedes Subscription- oder auch SaaS-Business und trotzdem kämpfen viele Unternehmen genau hier mit überraschend großen Herausforderungen. Daten liegen verstreut in verschiedenen Systemen, Vertragslogiken wie Upgrades oder Pausen sind schwer sauber abzubilden und am Ende entstehen oft manuelle Excel-Reports, die weder konsistent noch verlässlich sind. Ich bin Gunnar, Consultant im Team von Valuant und wir schauen uns heute an, wie man diese Probleme mit Agentforce Revenue Management in den Griff bekommt. Äh, und zwar mit sauberer Datengrundlage, klarer Definition und automatischem Reporting. Ich hatte ja gerade schon gesagt, das sind so die typischen Herausforderungen, die wir auch immer wieder erleben. Es gibt keine einheitliche Datenquellen, die sozusagen Angebote werden beispielsweise in einem System erstellt, die Abos werden in einem anderen System nachverfolgt. Darunter liegen eben komplexe Logiken und kommt beispielsweise ein Downgrade oder ein Upgrade rein, dann kann man einfach das Ganze nicht sauber abbilden. Das Ganze führt also zu Inkonsistenzen, insbesondere wenn da irgendwie Excel noch mit drin spielt, eine Rolle spielt und jeder dann am Ende vielleicht sogar noch seine eigene Excel hat. Heißt also, auch Finance hat am Ende ganz klar keine Übersicht. Und wenn jemand hierüber eine Übersicht haben sollte, dann sollte es am Ende eigentlich ja wohl Finance sein. Es gibt also wirklich keine klare, einheitliche Sicht auf Expansions. Wo stehen wir gerade als Unternehmen? Und dieses Problem wollen wir jetzt eben mit Agentforce Revenue Management lösen. Und wie das Ganze so live aussieht, das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Wir sind jetzt also hier auf dem Account von Techmatrix GmbH, ist schon ein existierender Kunde von uns. Wir können also jetzt hier zum Beispiel sehen, ja, Centric Core Software ist bei denen schon im Einsatz. Und wenn wir uns das Ganze auch mal im Detail anschauen, dann sehen wir, es sind gerade 25 Lizenzen im Einsatz. Unser MRR liegt derzeit bei knapp $10.000. Und wir sehen auch, dass hier schon ja so ein paar Ausbaustufen geplant sind. Am 1.2.2026 erhöht sich die Lizenzzahl also auf 45 Lizenzen mit einem Zwischenschritt zwischendrin. Und ja, die Laura Schmidt hat sich jetzt bei uns nochmal gemeldet und hatte gesagt, dass sie tatsächlich ab ja, Mitte nächsten Jahres nochmal eine Erweiterung des Lizenzvolumens haben wollen, und zwar insgesamt auf 90 Lizenzen. Und deswegen machen wir jetzt also hier mal ein kleines Amendment, gehen auf ja, Mitte nächsten Jahres, ab dem 1. Juli, wollen wir eben ein Amendment starten und das Lizenzvolumen nochmal erhöhen. Und zwar sollen es insgesamt 100 Lizenzen werden. Wir erinnern uns, wir waren jetzt bei 45, kommen also nochmal 55 zusätzliche Lizenzen hinzu. So, und jetzt updaten wir einmal unser Angebot. Das Ganze passt soweit. Wir haben natürlich auch die Laura wieder als unsere Ansprechpartnerin bei Techmatrix und speichern das Ganze einmal ab, damit wir auch ganz klar wissen, an wen das Ganze hier gerichtet ist. Und natürlich die Laura, die weiß, was sie sozusagen an unserem Produkt hat, unterschreibt das Ganze, das ist akzeptiert und wir können das Ganze also auch direkt ordern. Erstellen also unsere Order und aktivieren die auch gleich. Und wenn wir jetzt zu unserem Account zurückgehen, wir refreshen mal gerade unseren Tab, dann sehen wir jetzt hier wieder auf unserem Asset, wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, dass sich eben entsprechend auch das Lizenzvolumen Anfang Juli, Mitte nächsten Jahres also nochmal erhöht und entsprechend eben auch der MRR, den wir hier machen, im Juli nächsten Jahres nochmal signifikant erhöht. Wir haben jetzt hier also mit Agentforce Revenue Management, vormals Revenue Cloud Advanced, also die Möglichkeit, auch nochmal mehr ins Detail zu gehen. Ja, also ihr seht, wir können natürlich uns auch nochmal im Detail angucken, wann passiert hier welcher Change. Ja, wir sehen also die einzelnen Asset Actions, die einzelnen Upsells, die jetzt hier passiert sind. Potenziell natürlich andersrum auch der Downgrades oder beispielsweise Renewals, die wir hier sehen, oder vielleicht auch andere Cancellations, vielleicht auch eine Änderung im Monthly Recurring Revenue, weil zum Beispiel der Lizenzpreis nach oben oder nach unten angepasst wird. Wir sehen genauso auch, wie sich die Menge anpasst und haben damit eben wirklich alle Informationen ganz zentral vorliegen für den Vertrieb, aber eben auch für Finance. Finance hat also stets Übersicht, wo was gerade passiert.
und muss sich eben nicht in zig verschiedenen Systemen orientieren, die ganzen Informationen zusammentragen, sondern es läuft eben alles ganz zentral hier bei uns in Salesforce zusammen. Es muss sich also wirklich keiner jetzt eine Woche hinsetzen und die Zahlen aus Excel und irgendwelchen anderen Systemen zusammentragen, sondern wir haben das ganz zentral in Salesforce, nicht nur auf Account-Ebene für jeden einzelnen unserer Kunden, sondern natürlich können wir diese Informationen auch aggregiert betrachten. Heißt also weniger Kopfschmerzen für alle Beteiligten. Und wenn ihr eben auch diese Transparenz darauf haben wollt, wo ihr mit euren Subscription Products steht, wo ihr mit eurem SaaS-Business steht, dann meldet euch bei uns unter www.valuant.io oder schreibt uns auch gerne direkt an oder in die Kommentare auch gerne, was ihr hier für weitere Anwendungsfälle sehen wollt. Vielen Dank und ich freue mich auf euer Feedback.